Herzlich willkommen zur Präsentation meiner Bachelorarbeit Browser-Plugin zur Darstellung von Autocomplete-Attributen. Das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Browser-Plugin unterstützt bei der Prüfung auf das Erfolgskriterium 1.3.5 aus den WCAG 2.1. Das Kriterium, welches den Namen Identify Input Purpose trägt, auf Deutsch Bestimmung des Eingabezwecks, ist vom Typ AA und bestimmt, dass der Zweck von Eingabefeldern für Nutzerdaten maschinell bestimmbar sein soll, sofern dieser einer Kategorie in einer vorgegebenen Liste entspricht. Die derzeit einzige verlässliche Methode dafür ist das HTML-Autocomplete-Attribut. Im Beispiel erhält das Vornamenfeld den Wert GivenName. Ein recht bekannter Anwendungszweck ist beispielsweise die Autofill-Funktion von Webbrowsern, welche auf das Autocomplete-Attribut zurückgreifen. Im Rahmen dieser Arbeit vergleichen wir verschiedene Anwendungen, die das Prüfen auf Erfolgskriterium 1.3.5 mit verschiedenen Herangehensweisen unterstützen. Wir vergleichen die Chrome DevTools, auch als Inspector bekannt, das WebDeveloper-Plugin, das Plugin WAccess, das Bookmarklet Autocomplete Phavlet und das X-DevTools-Plugin. Insgesamt stellen wir fest, dass alle Tools einfache Grundvoraussetzungen erfüllen, wie beispielsweise die Prüfung lokaler HTML-Dateien. Nur 2 Tools prüfen, ob konkret ein Autocomplete-Attribut vorhanden ist, und auch diese testen nur, ob vorhandene Autocomplete-Werte der durch WCAG vorgegebenen Liste entstammen. Ob der Wert den tatsächlichen Zweck des Eingabefelds beschreibt, wird jedoch von keinem der Tools überprüft. Eine maschinelle Vorhersage des korrekten Autocomplete-Werts fehlt bei allen Prüftools gänzlich. Das im Rahmen dieser Bachelorarbeit erstellte Plugin soll eben jene Mängel und Defizite der anderen Prüftools ausgleichen. Die konkreten Anforderungen an das Plugin sind: eine bestmögliche Unterstützung bei der Überprüfung einer Webseite auf das Erfolgskriterium 1.3.5, das automatisierte Hervorheben aller Eingabefelder und deren Autocomplete-Wert, sofern dieser vorhanden ist. Unabhängig davon soll für jedes Eingabefeld eine heuristikgestützte Vorhersage für einen Autocomplete-Wert getroffen werden. Anhand dieser Vorhersage soll zudem überprüft werden, ob vorhandene Autocomplete-Attribute korrekt verwendet werden. Die Funktionsweise des von uns erstellten Autocomplete-Check-Plugins soll hier noch einmal bildlich dargestellt werden. Jedes Eingabeelement wird mit einem Marker versehen, welcher 3 Zustände haben kann: korrekt, Error oder Warnung. Zusätzlich wird der Autocomplete-Wert des Feldes angezeigt, sowie die Vorhersage des Plugins mit zugehöriger Wahrscheinlichkeit, wie sicher das Plugin sich bei dieser Vorhersage ist. Durch Klick auf den Info-Knopf können Alternativvorschläge angesehen werden. Zur Überprüfung des Autocomplete-Check-Plugins wurde das Plugin anhand von 3 Webseiten getestet, die von den Betreuern ausgesucht wurden. Pro Eingabeelement wurde überprüft, ob die Vorhersage des Plugins mit dem laut WCAG korrekten Autocomplete-Wert übereinstimmt. Mögliche Fehler sind hierbei falsche Autocomplete-Werte oder Vorhersagen für Felder, bei denen kein Autocomplete-Wert benötigt wird. Insgesamt wurden im Test 78,8% aller Eingabeelemente richtig vorhergesagt. Die Fehlerquote liegt entsprechend bei 21,2%. Ein Großteil der Fehler wurde durch fehlende Label-Elemente verursacht. Weitere Fehlerquellen sind falsche Substring-Matches. Problematisch sind außerdem verwandte Werte wie beispielsweise der Name und der Kreditkartenname. Im Großen und Ganzen bescheinigt der Test jedoch dem Autocomplete-Check-Plugin im normalen Gebrauch eine hohe Zuverlässigkeit, sodass die Prüfung von Webseiten auf Erfolgskriterium 1.3.5 ideal unterstützt wird.